ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Bitcoin zu kaufen? Wenn wir diese Betrachtungsweise mal machen auf Basis von einem Vergleich zu einer Aktie. Angenommen Tesla. Ja, wir würden uns jetzt Tesla anschauen und entscheiden, wollen wir jetzt eine Tesla-Aktie kaufen oder nicht. Da müssen wir auf zwei Dinge achten. Einmal, wie ist der aktuelle Marktwert? Also sind die gerade absolut im Peak oder sind die eher niedrig? Und wir müssen darauf achten, wie steht es denn um das Unternehmen im Allgemeinen? Wo geht die Reise wohl hin? Und bei Unternehmen habt ihr ein Problem. Und zwar, zum einen kann es sein, dass der Geschäftsführer eines Unternehmens sich schlecht entscheidet, dass der irgendeinen Blödsinn macht, dass die Aktionäre irgendeinen Druck ausüben und das Unternehmen in eine Richtung drängen, wo es nicht hingehört. Es kann aber zum Beispiel auch sein, dass das Unternehmen regulatorisch in dem Land, wo es ansässig ist, unter extreme Bedingungen gesetzt wird, wo es immer schwieriger wird. Oder dass die Regierung, die jeweilige, einfach einem anderen Unternehmen Kredite gibt und diesem Unternehmen verwehrt. Auch das ist denkbar. Also ganz viele externe Faktoren, die ein Problem darstellen können. Und dann hat man noch einen allergrößten Faktor und das ist die Konkurrenz im Allgemeinen. Denn wer sagt, dass dies ein Unternehmen das Unternehmen bleiben wird, was eine Innovation schafft, was es schafft, den Markt weiterhin zu dominieren? Das sind alles Faktoren, die davon abhängen, ob ich jetzt investieren soll oder nicht. Vor allem immer mit der Erwartung, in Zukunft meine Kaufkraft erhalten zu haben oder sogar gesteigert zu haben. Was ist denn die Erwartung, wenn wir Bitcoin kaufen? Dass wir 3 Jahre gute Marktphase haben oder 30 Jahre gutes Geld haben oder 300 Jahre gutes Geld haben. Ja, die Erwartung, wenn wir Bitcoin kaufen, ist, wir kaufen ein knappes Geld, welches nicht durch eine zentrale Partei ausgeweitet werden kann. Die Erwartung ist bei Bitcoin, wir kaufen das knappste Gut, das es gibt. Es gibt kein knapperes Gut als Bitcoin. Und das Besondere bei Bitcoin ist, es ist alternativlos. Es gibt keine echte Konkurrenz für Bitcoin. Es gibt viele, die sich Konkurrenten schimpfen, aber keiner ist eine wirkliche Konkurrenz für Bitcoin. Zu verstehen, warum Bitcoin als das einzige Gut wirklich dezentral ist und in der Lage ist, einen Anker zwischen physikalischer Welt und Nachweis von geleisteter Arbeit und digitaler Welt zu schaffen, warum das kein anderes Gut in dieser Form kann, weil es immer irgendwo einen zentralen Eingriffspunkt gibt oder weil es einfach diesen Netzwerkeffekt nicht gibt. Bitcoin ist eine einmalige Erfindung, die wir nie wieder in dieser Form wiederholen können. Jedes kleine Netzwerk, welches neu startet und wirklich in seiner Grundfertigkeit eine Dezentralität erlaubt, ist, wenn es klein ist, dann auch angreifbar. Weil es eben noch nicht so verteilt ist, weil es eben noch wenige Teilnehmer gibt, weil es eben noch keine Rechenleistung ohne Ende hat und jemand, der ein bisschen Rechenleistung hat, ein bisschen mehr als alle anderen, das Netzwerk sofort angreifen könnte. Das funktioniert bei Bitcoin nicht. Bitcoin ist so groß, der Netzwerkeffekt ist so gewaltig, es gibt keine Konkurrenz für Bitcoin. Kein Ethereum, kein gar nichts. Ja? Proof-of-Stake-Netzwerke sind keine Konkurrenz für Bitcoin. Die haben eigentlich real gesehen gar kein Problem gelöst. Ein Proof-of-Stake-Netzwerk bleibt ein Vertrauensnetzwerk. Es ist nicht trustless. Alle diese Coins sind da. Der Beweis, dass hier ein Konsens entsteht, passiert auf einer komplett virtuellen Wahrnehmung. Das unterscheidet Bitcoin von all diesen Netzwerken. Man braucht physikalische Leistung, um Bitcoin voranzutreiben, um Bitcoin als Netzwerk weiterzutreiben. Diese anderen Netzwerke haben diesen physikalischen Anker schlichtweg nicht mehr. Es bleibt ein virtuelles Vertrauenskonstrukt. Das ist auch durch Technologie nicht lösbar. Das ist ein Fakt, der unumstößlich ist. Entweder ist ein Anker in die physikalische Welt da oder er ist eben nicht da. Und dass Proof of Work nicht gleich Proof of Work ist, beweist auch Ethereum in seiner Geschichte. Es wäre sonst nicht umstellbar gewesen von Proof of Work auf Proof of Stake durch eine zentrale Instanz. Weil durch diesen Umstieg hat man ja einen großen Teil des Netzwerks einfach aus dem Netzwerk verbannt. Das ist bei Bitcoin gar nicht denkbar. Man kann die Miner gar nicht verbannen. Sie sind einfach Teil eines ökonomischen Prozesses. Da ist keine Frage von, machen wir jetzt oder machen wir nicht. Es ist eine Frage von, gibt es Nachfrage dafür oder nicht? Und diese Frage gab es ja scheinbar auch bei einem Ethereum. Und ganz plötzlich, wo eine Foundation sagt, jetzt nicht mehr, gibt es die nicht mehr. Und da ist auch egal, ob die sich das mal irgendwann so gedacht haben. Ja? Viele Funktionen, die Satoshi sich für Bitcoin gedacht hat, sind auch nicht gekommen. Es ist dann eine Frage der Ökonomie. Und das zeigt einfach, diese Netzwerke sind zentralisiert. Bitcoin hat keine Konkurrenz. Also, wenn ihr eine Unternehmensaktie kauft oder wenn die Entscheidung ansteht und ein relevanter Punkt wäre, dieses Unternehmen wird auf ewig und immer konkurrenzlos bleiben, das ist ein No-Brainer. Warum sollte man diese Aktie nicht kaufen, wenn man wüsste, das wird für immer gebraucht und es wird niemals Konkurrenz geben? Das wäre ein No-Brainer. Das gibt es nur nicht. Das gibt es nur bei Bitcoin. Das ist, worum es geht. Die Faktoren, die wir hier sehen, sind alles nur Faktoren, die es der klassischen Welt bewusst machen. Ihr könnt das heute schon verstehen.
Die Institutionellen verstehen es teilweise auch schon. Die wollen, die können noch nicht. Aber alle wollen da rein. Und die es noch nicht wollen, die verstehen es noch nicht. Die verstehen es durch diese Faktoren. Durch sowas hier, durch das Halving. Es gibt kein anderes knappes Gut. Das ist die Besonderheit. Und dann ist die Frage fast obsolet. Soll ich Bitcoin kaufen oder nicht? Da stellt sich eigentlich nur noch eine Frage. Wie kaufe ich? Über 99% der Menschen, die glauben, sie könnten den Markt korrekt timen und korrekte Investment treffen, also Investments auf Basis von Marktanalysen, um dann schlau langfristig davon zu profitieren. 99% sind auf einer langen Zeitskala damit nicht erfolgreich. Weil der Markt schlauer ist als 99% der Menschen, die versuchen, als zentrales Organ den Markt vorherzusehen. Warum sollten wir dann also versuchen, schlau nach Strategie in Bitcoin zu investieren? Das ist nicht der beste Weg. Was wir tun sollten, ist uns als Faktor, soweit es geht, rauszunehmen. Ja, das ist das, was die Stärke zum Beispiel von Sparplänen ausmacht, dass man sich als Faktor rausnimmt. Wenn man weiß, dieses Gut hat keine Konkurrenz, dieses Gut wird dauerhaft gebraucht und hat das Potenzial, das Geld der Welt zu werden, ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder stecke ich sofort alles rein, was ich habe, und das ist sehr gefährlich, weil dann habe ich ja nichts mehr, also in der jetzt noch funktionierenden Fiat-Welt. Das Zweite ist, ich habe regelmäßige Einnahmen, und wenn ich regelmäßige Einnahmen habe, kann ich auch nur regelmäßig investieren. So, und jetzt ist nur noch die Frage, will ich also regelmäßig getimed investieren, indem ich immer sage, oh, heute hat es geregnet und ich bin dreimal im Kreis gelaufen und dann hat vorne noch ein Auto gehupt, heute ist der Tag, jetzt investiere ich, ja, weil die Zeichen stehen gut. Oder äquivalent, ich habe den Chart gelesen und hoch, runter, dies, das, Ananas, jetzt muss ich kaufen. Ja, der Chart hat ein Katzenkopfbild ergeben, jetzt ist der richtige Tag. Oder man nimmt sich als Faktor raus und sagt dann, ich mache einen Sparplan. In dem Moment gibt es diese ganze Spekulation für dich nicht. Das ist die Art und Weise, du kriegst regelmäßig Geld in Form von Gehalt, und das ist die Chance, wie du regelmäßig investieren kannst. Mit einem Sparplan. Und das Schöne beim Sparplan ist, du bildest zwar nur den Durchschnitt langfristig ab, aber bei einem Gut, was konkurrenzlos ist und immer weiter nach oben geht, würde das de facto bedeuten, naja, du bist ab einem gewissen Zeitpunkt einfach immer im Plus. Es gibt kein Minus mehr. Und du performst einfach die Inflation von Fiat-Geld aus. Es gibt weltweit Dinge, die die Inflation outperformen. Die Inflation, die euch reportet wird, sind aber nur die Prozente auf Basis des Warenkorbs. Wie viel teurer ist Klopapier geworden und dieser ganze Kram, ja? So, diese Form von Inflation könnt ihr outperformen. Was ihr aber nicht outperformen könnt, ist das hier. Die Emission. Die tatsächliche Geldmengenausweitung. Und lasst euch nicht von den Mainstream-Ökonomen erzählen, das hier würde nicht mit den Preisen korrelieren, die ihr zu zahlen habt für die Güter da draußen. Natürlich korreliert das. Wenn ich mir angucke, dass wir teilweise dieses Jahr noch 27% Nahrungsmittelinflation hatten. Nahrungsmittelinflation, ja, natürlich korreliert das. Wenn ich mir angucke, wie teilweise S&P 500, Gold All-Time-High erreicht werden, ja, natürlich korrelieren diese Dinge. Natürlich. Geldmenge und Preise korrelieren. Und nur weil man hingeht für den CPI, die Inflationsbemessung, nur einen kleinen Bereich des Marktes anschaut und sagt, ja, aber da ist nicht teurer geworden. Oder nur 9%, ja, heißt das nicht, dass ihr euch wirklich weltweit von allen Gütern, die man so kaufen kann, nur 9% weniger leisten könnt. Und das ist das große Problem. Welche Güter waren wirklich in der Lage, das hier outzuperformen, diese Form der Geldmengenausweitung outzuperformen? Fast keine. Ein paar einzelne Aktien. Aber wie gesagt, was ist das Problem an Aktien? Das Problem an Aktien ist, ihr wisst nicht, ob das die Aktien sind, die in 10 Jahren noch da sein werden. Und ob diese Aktien nicht getroffen werden von irgendwelchen regulatorischen Dingen oder sonst was. Wenn ein Land einem Unternehmen wie Apple, Tesla oder sonst einem das Leben schwer macht, dann gehen diese Unternehmen unter. Wenn ein Land Bitcoin das Leben schwer macht, geht dieses Land unter. Das ist der Unterschied. Nicht jetzt, aber irgendwann. Du schließt dich von einem monetären Gut aus, was weltweit funktioniert. Das ist ungefähr so schlau, wie zu sagen, wir schließen uns vom Internet aus. Wie wahrscheinlich ist das, dass irgendein Land das wirklich durchziehen und dauerhaft oben halten könnte? Man würde sich wirtschaftlich von allen anderen Bereichen so dermaßen abtrennen, dass man selber den größten Schaden dadurch nimmt. Genau das ist es. Die Sache ist, für viele ist das so abstrakt, weil es sowas wie Bitcoin einfach vorher noch nicht gab. Aber je weiter die Zeit geht, desto bewusster wird es den Menschen. Desto bewusster wird es den Unternehmen, den Ländern, den Anwärtern für Präsidentschaftskandidaturen, jedem. Auf der anderen Seite ist es auch gut, dass es nicht sofort jedem bewusst wird, weil das auch eine Gefahr mit sich bringt. Wir wollen auch nicht, dass unsere klassische Finanzwelt sofort kollabiert oder sowas. Wenn das passieren würde, hätten wir ein Riesendrama, ein Riesenchaos, wahrscheinlich Bürgerkriege und sonst was. Ja, also das ist nicht wünschenswert.
Es ist gut, dass es nach und nach die Leute verstehen. Und wisst ihr, was auch irgendwie gut ist? Dass die Unternehmen, die schon die ganze Zeit an der massivsten Geldmengenausweitung profitieren konnten, dass die quasi die Letzten sind, die in den Markt einsteigen können. Ihr könnt alle vor Apple kaufen. Ihr könnt alle vor Microsoft kaufen. Ihr könnt alle vor Nvidia kaufen. Ihr seid früher dran als diese Unternehmen. Macht euch das bewusst. Ihr seid früher in der Lage, das knappste Gut der Welt zu kaufen. Macht euch das bewusst. Und das zeigt einfach, dass das Naturell von Bitcoin schon an diesen Stellen einfach da ist. Und dieser Spruch, der manchmal auch ein bisschen gemein wirkt, ist aber, jeder kauft Bitcoin zu dem Preis, den er verdient. Es ist halt einfach erschreckend zu sehen, wie viele Menschen heute sich erfolgreich Bitcoin madig reden. Ja? Die sowas hier sehen und sagen, ha, ich wollte damals bei 10.000 kaufen. Gut, dass ich das nicht getan habe. Also wenn ich mir das hier angucke, die olympischen Schwimmbecken, meine Güte, da hätte man viele Kois drin züchten können. Gut, dass wir das nicht gekauft haben, Else. Mein Gott, ja, da waren wir ganz schön schlau. Da waren wir ganz schön schlau, dass wir nicht bei 10.000 gekauft haben, ja. Gott sei Dank. Bruder, welcher Normalo hat 33.000 Euro auf der Hohenkante? Naja, Bruder, du musst keinen ganzen Bitcoin kaufen. Darum geht's ja. Wenn ich sage, man kann einen Bitcoin-Sparplan machen, dann rede ich nicht davon, dass du am 1. jeden Monats für 33.000 Euro einen Bitcoin kaufen sollst. Natürlich ist Bitcoin auch in kleinen Stückeinheiten kaufbar. Ne? So wie es 100 Euro-Cent gibt, die 1 Euro ausmachen, sind 100 Millionen Satoshi ein Bitcoin. Also du kannst auch für 20 Euro Bitcoin kaufen. Ja? Darum geht's. Also Bruder, du brauchst keine 33.000 Euro ausgeben. Ne? Wenn man sich diesen Kurs hier anguckt, Bitcoin in Euro, und dann sagt man so, ja, 2015, boah krass, die richtig harte Rallye war ja 2011. Also 2015 war ja schon gar nicht mal so die richtig harte Rallye, da war Bitcoin schon bei $300. Da haben alle schon gesagt, der geht wieder runter, er ist viel zu hoch. Viel zu hoch. Ich habe Bitcoin das erste Mal gesehen, da stand er bei $8. Das müsst ihr euch mal bewusst machen. Ich habe ihn bei $8 gesehen. Überlegt mal, $300, was das für ein Kurssprung ist. Da denkst du, yo, das ist völlig überhitzt, aber komplett. Wenn ich euch heute einen Bitcoin für $300 verkaufen würde, würdet ihr aber jubeln. So viel zum Thema überhitzt. Und viel spannender ist die Betrachtungsweise, wenn man dann Euro in Bitcoin betrachtet. Dann sieht man einfach, das Ding ist klinisch tot. Hier geht gar nichts mehr. Das ist vorbei. Der Sinkflug der Fiat-Währung ist einfach begonnen. Und jeder, der es aus dieser Welt betrachtet, der versucht, mit Bitcoin die Dinge zu bepreisen, der stellt auch fest, Bitcoin ist nicht volatil. Hier, das ist volatil. Bitcoin ist doch eigentlich ein knappes Gut. Es ist begrenzt auf 21 Millionen Stück. Gibt es irgendwas, was statischer ist als das? Aus dieser rationalen Betrachtungsweise stellt man fest, die Welt schwankt, aber nicht Bitcoin. Denkt mal drüber nach. Ja, der Preis von Bitcoin ändert sich in diesen Dingen, die extrem schwanken. Aber liegt das daran, dass Bitcoin schwankt? Bitcoin ist eigentlich das statischste Gut, was es gibt auf der Welt. Was schwankt, sind die Erwartungen drumherum. Was schwankt, ist die Menge in Euro. Was schwankt, ist die Wirtschaft drumherum. Was schwankt, sind die Menschen, die Bitcoin entdecken und dahin rennen. Aber eigentlich Bitcoin ist der statische Ausrichtungspunkt. Diese 21 Millionen, die sind gesetzt. Was auf der Welt ist so statisch? Was? Denkt wirklich drüber nach. Welches Gut ist limitiert? Und das ist die Besonderheit. Wir haben auf einmal eine Maßeinheit für jeden Wert auf der Welt. Würden wir uns alle Menschen für Bitcoin entscheiden, dann wäre Bitcoin unser Maßstab, an dem wir jeden monetären Prozess, jedes Gut, jede Dienstleistung bemessen könnten, weil wir einen statischen Ausrichtungspunkt haben. Heute haben wir so einen Zollstock, so einen Fiat-Zollstock, der immer unterschiedlich viel Länge anzeigt. Ja? Mal bemessen wir so, mal so. So versuchen wir unsere Wirtschaft ans Laufen zu bringen. Ja? Und dabei kollabiert einfach alles um uns herum. Alles wird immer teurer, immer ineffizienter, weil wir immer mehr Blödsinn damit verursachen. Das ist das Potenzial. Ihr wollt eure Verantwortung zurück. Ihr wollt, dass das Finanzsystem wieder in eurer Hand liegt. Dann hört auf, das Finanzsystem bei diesen Instituten zu lassen. Nehmt das Finanzsystem wieder in eure Hand. Nehmt eure Finanzen wieder in eure Hand. Warum sollte irgend so ein Vertreter einer Bank besser wissen, was mit eurem Geld passieren soll, als ihr? Das ist euer Hab und Gut, das ist eure geleistete Lebenszeit. Geld ist eure Lebenszeit. Ihr habt dafür gearbeitet, ihr habt dafür Zeit aufgebracht. Ihr wart 8 Stunden bei einem Job statt bei eurer Familie für dieses Geld. Und dann tragt ihr das vor eurem Job nach Hause, guckt und sagt, oh, Schatz, ich muss noch mal schnell weg. Ich muss das wem anderen geben, der sich besser mit meiner Lebenszeit auskennt.
beendet diesen Wahnsinn. Für euch. Das ist eine individuelle Entscheidung. Ja?